Ruhe! Wen haben wir denn hier? Euer Ehren, das ist Kleopatra, Königin Ägyptens. Ihre Liebschaften haben 2 der besten Generäle Roms ruiniert und das Ende der Republik herbeigeführt. Euer Ehren, das ist Kleopatra, eine der mächtigsten Frauen der Geschichte. Ihre Regentschaft bescherte Ägypten nahezu 22 Jahre Stabilität und Wohlstand. Warum wissen wir nicht mal, wie sie überhaupt aussah? Die meisten Kunstwerke und Darstellungen entstanden lange nach ihrem Tod im 1. Jahrhundert vor Christus, sowie die meisten Texte über sie. Was wissen wir denn tatsächlich über sie? Kleopatra VII. War die letzte Vertreterin der Ptolemäischen Dynastie, einer griechisch-makedonischen Familie, die Ägypten nach der Eroberung durch Alexander den Großen regierte. Sie herrschte in Alexandria, gemeinsam mit ihrem Bruder, mit dem sie auch verheiratet war, bis der sie ins Exil schickte. Aber was hat das alles mit Rom zu tun? Lange Zeit war Ägypten ein Satellitenstaat Roms. Kleopatras Vater hatte hohe Schulden bei der Republik. Als General Pompeius im römischen Bürgerkrieg gegen Julius Caesar unterlag, bat er um Zuflucht in Ägypten. Dort wurde er jedoch von Kleopatras Bruder hingerichtet. Das hat Caesar bestimmt gefallen. Der verurteilte den Mord und forderte von Ägypten die Rückzahlung der Schulden. Er hätte Ägypten annektieren können, doch Kleopatra überzeugte ihn davon, stattdessen sie wieder auf den Thron zu setzen. Soweit wir wissen, war sie sehr überzeugend. Warum auch nicht? Kleopatra war eine faszinierende Frau. Mit 21 befehligte sie Armeen, sprach mehrere Sprachen und erhielt ihre Bildung in der Stadt mit der größten Bibliothek und den größten Gelehrten. Wegen ihr faulenzte Caesar monatelang in Ägypten herum, als Rom ihn brauchte. Caesar faulenzte nicht. Er war fasziniert von der Kultur und dem Wissen Ägyptens. Er lernte dort sehr viel. Zurück in Rom reformierte er den Kalender, ordnete eine Volkszählung an, entwarf eine öffentliche Bibliothek und regte viele neue Infrastrukturprojekte an. Ja, alles sehr ambitioniert, weshalb er auch ermordet wurde. Die Königin trägt keine Schuld an Roms merkwürdiger Politik. Sie herrschte sehr kompetent über Ägypten. Sie stabilisierte die Wirtschaft, hatte den riesigen Beamtenapparat im Griff und bekämpfte die Korruption unter Priestern und Beamten. Während einer Dürre ließ sie die Kornspeicher für das Volk öffnen, verfügte eine Steueramnestie und sorgte für Stabilität und die Unabhängigkeit des Königreichs. Bis zum Ende ihrer Regentschaft gab es keine Aufstände. Was ist dann schiefgelaufen? Nach Caesars Tod mischte sich die fremde Königin immer wieder in Roms Belange ein. Es waren eher die römischen Streitparteien, die um ihre Hilfe baten. Natürlich musste sie Octavian und Marcus Antonius helfen, Caesar zu rächen, schon um ihres Sohnes willen. Genauer gesagt bot sie Marcus Antonius ihre besondere Art der Unterstützung an. Ist das von Belang? Warum stört sich niemand an Caesars oder Antonius zahllosen anderen Affären? Warum nehmen wir an, dass sie die Liebschaften initiiert hat? Und warum werden nur mächtige Frauen über ihre Sexualität definiert? Ruhe! Kleopatra und Antonius waren ein Desaster. Sie erzürnten die Republik mit ihren lächerlichen Festen, saßen auf goldenen Thronen und kleideten sich wie Götter, bis Octavian ganz Rom von ihrem Größenwahn überzeugte. Und doch war Octavian derjenige, der Antonius angriff, Ägypten besetzte und sich selbst zum Kaiser ernannte. Roms Angst vor einer mächtigen Frau führte das Ende von dessen Republik herbei und nicht diese Frau selbst. Welch Ironie! Kleopatras Geschichte überdauerte vor allem in den Erzählungen ihrer Feinde in Rom, deren Lücken später mit Gerüchten und Klischees aufgefüllt wurden. Wir werden wohl nie die ganze Wahrheit über sie erfahren, aber wir können Fakten von Gerüchten unterscheiden, indem wir die Geschichtsschreibung auf den Prüfstand stellen. Du interessierst dich für ägyptische Mythologie? In diesem Video über das ägyptische Totenbuch kannst du einen Blick in die Unterwelt werfen. Und abonniere unseren Kanal, um deine Neugier auch weiter zu stillen.